Buenos Dias. Ich heiße jeden ein herzlich willkommen, der hier von der unter diesem Gottesdienst gekommen ist. Und möchten wir alle unser Hort noch erfrischen, dass der Regen, der Lauf in der ihr alle erfrischt hat und alle Gottes Segen hier so in diesem Gottesdienst von der erfahren. Ich würde freuen, dass wir uns können hier so zum Anfang den Gruß lesen, den wir im Bulletin haben. Wir sagen, darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest und unerschütterlich und nehmet immer zu in dem Werk des Herrn, denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist. 1. Korinther 15, Vers 58. Wir gut freuen uns können Hauptneigen zum Gebet. Vor den Himmel, wir kommen zu dir und sagen dir Dank für diesen wunderschönen Tag, den du uns gegeben hast. Ich sage dir Dank für den Regen, den du hast lassen fallen, gestern, der ihr in der Lauf so frisch merkt. Und bete, dass du uns diesen Gottesdienst auch in deine Hand nehmen und geben. Dann jeder einer, der was hat, Pferde drehen, dass die uns Gelohntheit geben, dass die uns geben, dass sie das können tun für deine ihr, und dass die uns verherrlicht werden dadurch. Und ich bete auch, dass noch in jeder Tag, der hier zu gehen ist, dass sie wirklich dorthin, was sie fehlen, die Nahrung, die geistliche Nahrung, die sie nötig haben, dass sie dort trainieren und dass sie einfach stärken im Glauben und wieder segnen. Ich bete noch, dass du den Segen geben auf diesen Gottesdienst. In Jesu Namen. Amen. Wieder wollen wir eingeladen worden mit Gemeindegesang. Guten Morgen. Ich lade an, der folgende leider mit zu singen. Das wird auch für die Opferhebung nur am Anfang sein, weil wir nur noch Geburtstagsleute haben, wo wir dort ein bisschen Töpfe tragen und wo dann die ersten zwei Leute für die Opferhebung haben. Nummer 23, O lasst uns mit Jauchzen erheben. Herrscher der Welt, den Herrn von der Güte wir leben, des Allmachts uns trägt und erhält. Gelobet sei Gott, unser Gott, gelobet sei der Herr, unser Heil, gelobet sei Gott, unser Heil, er ist unser Gut, unser Teil. Ihm ist kein anderer gleich, und wir sind das Volk seiner Herde, berufen zu erben sein Reich. Gelobet sei Gott, unser Gott, gelobt sei der Herr, unser Heil, gelobt sei Gott, unser Heil, er ist unser Gut, unser Teil. Hat stets uns gewaltet und über uns freundlich gewacht, hat gnädig das Los uns gestaltet und er uns schon glücklich gemacht. Gelobet sei Gott, unser Gott, gelobt sei der Herr, unser Heil, gelobt sei Gott, unser Heil. Er ist unser Gut, unser Teil. Der nächste Leute ist Nummer 60. Würdig das Lamm. Dort wo wir einmal alle Töpfe singen und dann wo wir diese zwei Gruppen singen mit Frühes mit und die zwei Gruppen waren mit Rudi und mir mit singen. Aber hier singen wir einmal alle Töpfe.
das Land zu nehmen. Würdig das Land, das geopfert ist, würdig das Land zu nehmen. Macht und Reichtum, Weisheit und Stärke, Ehre und Ruhm und Lobpreis. Macht und Reichtum, Weisheit und Stärke, Ehre und Ruhm und Lobpreis. Würdig das Lamm, das geopfert ist, würdig das Lamm zu nehmen. Würdig das Lamm, das geopfert ist, würdig das Lamm zu nehmen. Würdig das Lamm, das Weisheit und geopfert Stärke, ist, Ehre würdig und das Lamm zu und nehmen. Lobpreis. Würdig Macht das und Reichtum, Lamm, das Weisheit und geopfert Stärke, ist, Ehre würdig das und Lamm zu und nehmen. Lobpreis. Würdig das Lamm, das Weisheit und geopfert Stärke, ist, würdig das Lamm und zu Lobpreis. würdig das Lamm, das Weisheit und geopfert Stärke, ist, würdig das Lamm zu nehmen. Lobpreis. Wir wollen einen kleinen Titel nehmen zum Klima der Bekannmerkung. Gewoon wat ons ter blad wat de bulletin is met wat zijn. So, eventueel door te Medweg de Bibel steunen und danach Vorsitzende der Predigersitzung. Der Freitag ist ein Frühstück von der Prediger und Diakon. Und wir sind uns das Mana-Gebet steunen, so die machen all die Aktivitäten, die da gewirkt sind. Und wieder würde ich gewoon hier damit Gelegenheit geben. Buenos días a todos. Die wollen vielleicht alle sagen, du hast ein Blatt in Bulletin bin. Da sagt du Lieblingslieder-Vorschlag. Wer von Ihnen hat alle ein Lieblingslied? Ich würde mal gleich hinter sein. Meist alle. Die Jugend sieht ja nicht, weil ich Hand abheben, so nicht drüber. So, wir wollen die Gelegenheit geben, ihre Lieblingslieder hier abzuschreiben, was die wollen gleich, was wir noch mal in der Gemeinde singen. So, wer immer die Lieblingslieder hat, können irgendein Buch sein, in der Röhrbücher, Evangeliumsbücher, die Bleiwebücher, aber auch besiegt andere Leute, schreibt ihr da ab, wenn du irgendwo den Postnummer sein, Postboxnummer, wo ihr die kann anregen. Den Zweig haben wir vielleicht, der ist ein Plan, dass das nächste Jahr, wenn die irgendein Lieblingsleute haben, was die wollen noch mal gleichen, was wir wollen singen in der Kirche, dass die Lehrer waren frisch wollen, auch die Gelegenheit, die hier vor allem waren zu singen. Ich sage, wir haben so viele schöne Leute, und wenn wir einmal das Jahr singen, wenn wir tagentlich alt werden, dann haben wir die tagentlich mal in das Leben gesehen. So, das sind Leute, die sind viel zu schön, die irgendwo legen zu lassen und die nicht zu sehen. So, wir laden jetzt an, die Leute abzuschreiben und die Donante zu schicken, so dann haben wir die ernsten Zeit, so ein Opera fertig zu bringen. Muchas gracias. So, da wieder sind die Jugendaktivitäten, sie sind von deren Rüstzeit, weil wir für beten und dann so machen die Jugendaktivitäten sind, auch die Aktivitäten, die für ihn in der Werk sind.
Wieder waren wir übergehen für die Danksagung und Fürbitte. Und hier so wird ein Punkt mitgeteilt, dass wir für Peter Wieb beten, er ist schwer krank im Hospital. Und dann auch für diese Kluses-Familie, die hier so, das wir eng zu Deutschland hier so wie Lakimana. So, ich würde freuen uns, wenn wir noch einmal verneigen, um diese Dinge für Gott bringen. Vater, wir danken dir nochmals hier für diesen Tag. Und wir danken dir, dass wir kennen, dass das Taub kommen. Und wir danken, dass du uns als Menschheit hast erlöst. Und dort allein durch Jesus Christus, die wir den sehen nicht zu schuld, ob diese Irrte scheiden, dass er hier so Mensch wird. Und Vater, wir danken dir, dass Jesus dort nicht für den Raub hält, dass er die Glück wird. Und danach werden wir hier auf diese Irrte kommen, für uns zu sterben. Und wir danken dir, dass du diesen Erlösungsplan hast ganz vorig gemacht. Du hast den überwunden, den Tod. Und du danken dir für und danken dir, dass in jeder Mensch, der dort im Glauben von Horten annimmt, dass du dadurch erlöst werden. Wir beten auch, dass du mit der Jugend sein, die du sind, von deren Berufszeit. Wir beten, dass du Schutz geben, auch am Weg 3. Wir beten auch, dass sie du so, wo sie nicht sind, erbietet worden in die, dass sie deine Leib so erfahren, die deine Leib noch nicht gekannt haben, aber nie, und dass sie wirklich die kennenlernen, nur, und dass das kann zum Segen sein. Vater, wir beten auch für Justin Neufeld. Er struggelt mit einer Drogensucht und hat andere Probleme, wo er glücklich ist. Wir beten dafür, dass du nur sein und auch deine Nähe spüren kann, dass er deine Leben erfahren kann. Und dass er sich auch aufmerken, für wenn du Personen schicken, dass er kann, der am Haupt wollen, der kann der Haupt annehmen, der am angeboten wird, wenn er selbst sich nicht halten kann, dass er in sich gehen und wirklich sein, dass er Haupt braucht und dass er sagen sein, dieser Haupt unternehmen, der am geboten wird. Und wir wollen auch wieder für die Obrigkeiten beten, hier lokal, für die Kolonien, Municipio, für die Estados, und auch uns in Mexiko. Wir wollten sie gehen, auch eine schwere Zeit durch, wo sie verschiedene Entscheidungen merken dann. Und wir beten, dass sie nur sein, dass sie eine rechte Entscheidung merken, die kann gut sein für das Land, für die Menschheit, dort auch diese ganze Angelegenheit mit diesem Virus erlöst werden und dass die wirklich angreifen und dass alle nur den Wahlen durchführen. Wir danken dir auch besonders nochmals für den Regen, den du gegeben hast. Und wir sind aber noch benötigt am Meierregen, dass die Menschen, die da abhängig sind von den Regen, dass sie da anstehen, dass sie auch den Regen kriegen, den sie nötig fehlen wird, und dass sie eine Ernte geben auf das Griechenland. Und wir beten auch für Kranke in der Umgebung. Und hier denken wir besonders an Peter Wieb, der Direktor von Luz en mi Camino, dass die mit am sein, wenn er zur Behandlung ist, in Therapie intensiver. Hier haben die Doktors, die an Behandlung geben, Weisheit, rechte Entscheidungen zu merken, was sie können und am Tun. Und hier die, dass er gesund werden, wenn er den Willen ist. Und so beten wir auch, dass diese Kluses-Familie trösten, die dann zu Tod gekommen, ihre Kinder und Personen, die sie loten haben, dass die einfach trösten in dieser Zeit, wo sie durchgehen, dass sie können wirklich sich in dieser Zeit kann holen an die und auch verweichen trotzdem. Ich bete nochmals, dass die mit Doof Peter sein, wenn er uns mit der Botschaft einlädt, dass die einfach mit deinen Geist leiden und auch die Kindersegnung, die Herr Luther wird durchführen, dass die den Segen kann du abgeben. Das bete ich in Jesu Namen. Amen. So wieder folgt noch einmal Gemeindegesang, wo wir Geburtstag kann sich hier so fern kommen, was holen in diesem Monat. Und dann ist noch ein
extra Gesang und dann folgt nur dem dann der Botschaft von David weiter. So ist gesagt, für die nächsten Leute, da wir die Geburtstagskinder hier sich ein Geschenk aufholen und das Geldanleihe wird dann für die Arme jetzt, so viel ich das verstanden habe. Und wir gratulieren von hier alle mit dem Leid, unerschöpflich strömt die Quelle. Unerschöpflich strömt die Quelle, die mich reinigt von der Schuld. Und ich öffne mich dem Geiste, der mir nachgeht mit Geduld. Dieser Ehre, preis dem Land, das für uns starb. Ehrt ihr Völker den Erlöser, weil sein Blut das Heil für uns erwarb. Gottes Fass macht mich zum Tempel, wo des Geistes Feuer brennt. Und ich rühme seinen Namen, dass die Welt ihr Heil erkennt. Dieser Ehre, preis dem Land, das für uns starb. Ehrt ihr Völker den Erlöser, weil sein Blut das Heil für uns erwarb. Und dort nächste ist ein Kinderleut, dort heute aus dem Himmel ferne. Wir singen die ersten 2 Strophen, dann kommt ein Zwischenspiel und dann singen wir die nächste Strophe auch noch. Aus dem Himmel ferne, wo die Engellein sind, schaut doch Gott so gerne, Herr, auf jedes Kind. Höret seine Bitte, treu bei Tag und Nacht, nimmt bei jedem Schritte väterliche Macht. Gibt mit Vaterhänden ihm sein täglich Brot, hilft an allen Enden ihm aus Angst und Not. Sagt den Kindern alle, dass sein Vater ist, dem sie wohlgefallen, der sie nie vergisst. Okay, dit is een Spanische lied wat ik wil zingen, of ik mijn zuster. En dat zeg ik zie nun tegen, wens ik zijn ganz verloren.
En ik voel me dus mijn welt als hem ingekomen. Ik voel zoveel angst en ik voel dolors, ik voel woedel. En ik wist dus niet meer waarheen. Zo, en dat we hier staan, wat mijn naam zegt. Die roept naar mij. Dat werd Jezus, ja, God. En die zei te mij, alles wird oké zijn. En ik voel, mijn hart voelt zich voets geloten. En ik word vraag hoopning. En dan leer ik vraag te slopen in de diestanis. En zijn leuf heeft mij gewezen dat ik kan vraag me vreven. En ik wist het vandaan aan dat er wird keiner als wat mij kan zo'n grote vrede in mijn hart geven. Dat kan best God. Buscando una señal en medio de la nada, agoté mis recursos y no funcionó. Sin saber qué hacer, sintiendo así que mi mundo terminó. Tanto dolor sentía mi alma, sin saber qué hacer, me inundaba el temor. Y se escuchó una voz que mi nombre llamaba, devolviéndome la calma. Y me dice que todo estará bien. Y me infunde aliento y fe. Y aprendí a dormir en la tempestad. Tu amor me enseñó a descansar. Y me convencí que no hay nadie más que me pueda brindar esa paz que solo tú das. Cuando el viento me arrastró y todo se llevó, me sentí tan vacía, tan falta de amor. Mas escuché una voz que mi nombre llamaba, devolviéndome la calma. Y me dice que todo estará bien. Y me infunde aliento y fe. Y aprendí a dormir en la tempestad. Tu amor me enseñó a descansar. Y me convencí que no hay nadie más que me pueda brindar esa paz que solo tú das. Lléname de ti, yo quiero más de tu paz. Y aprendí a dormir en la tempestad. Tu amor me enseñó a descansar. Y me convencí que no hay nadie más que me pueda brindar esa
solo tú das, oh, que solo tú das. Tú me das la paz, tú me das la paz, oh, tú me das libertad, tú me das libertad. Goedemorgen. Isa waren door. Muss einfach lang das schafft. Sorry. Das ist nicht so. Ich verstehe mich nicht mit so einer Sachen. Gut. Kom maar, Isala. Von der habe ich gesagt, wir würden Kindereinsegnung haben. Wir würden Gelegenheit geben, dass alle ihre Kinder bringen, wenn sie Mutterstag nicht dort deuten, so wie gewarnt sind, aber wenn andere Eltern sagen, wird noch mal ein Sonntag wünschen, das Sonntag wird wieder gleichen, das habe ich hier getan, das habe ich hier in das Predigt. Und auch wenn die Eltern sagen, was wir gleichen, das Tüß in der Familie zu tun, da habe ich das auch hier. So, aber von der habe ich mich dann auch vorbereitet, dass ich wel
zu dem Thema reden, ja, von Kinder abtragen und so weiter. Ich will Ihnen sagen, dass ist ein schwieriges Thema von der ersten Tag, wenn die Welt und die Menschheit so verschieden denkt auf das Thema, so ist es doch schwierig, wirklich durch Hand zu finden, wo wir das so. Aber ich will uns einen Text lesen in 5. Mose, durch die Versen von 6 bis 9, Kapitel 6 von 4 bis 9. Da sagt es so: Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein einiger Herr, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von allem Vermögen. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder auf dem Wege gehst, wenn du dich niederlegst oder aufstehst, und sollst sie binden zum Zeichen auf deiner Hand und sollst dir ein Denkmal vor deinen Augen sein und sollst sie über deines Hauses Pfosten schreiben und an die Tore. Und dort möchte ich noch ein Vers im Neuen Testament lesen, dort ist Epheser 4, Vers 4. Epheser 6, Vers 4. Und ihr Väter, reizet eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Vermahnung zum Herrn. Das ist so der Text, was ich will brücken. Ich will meine Bibelversen brücken, Lothar. Also mein Thema ist, trag eure Kinder ab zur Vermahnung zum Herrn. Also dort ist, was das Thema ist. Und ich war von der viele Brücken, die ich einmal in Klassen gebrückt habe. Einige von ihnen sind in meine Klassen gewesen, wenn ich über Kindererziehung geredet habe. So eins von dort wird von der auch ab dort kommen. Also, das ist interessant, wenn wir zum ersten Mal Eltern waren. Das habe ich sehr abgeregt und das weitmäßig wohin. Da waren wir nervös und ich komme nach Krieg denken. Wie wir mit uns erste Baby von Chihuahua nach Hause kamen, dann zum Hahn wir noch nicht über dem Trick, wir noch ein paar ähnliche Doppelhaue von Trashenkolk, dem und Chihuahua. Wir hatten allein nur den Haue gelehrt und so weiter. Und da kann man noch so klar denken, aber wie früher in Hüsten, was da wir nicht mit das kleine Ding, wenn wir stüß sind. Also das ist eine Abreden. Da fragen wir uns, was tun wir nicht? Wo wir wirklich vorig waren mit das alles. Wo wir das schaffen. Und ich kann mich klar erinnern. Aber da hat wir immer Krieg gewiss, wo das mit Kindern muss. Wir können Krieg sein, was Eltern alles falsch mit den Kindern und wo das wird sein und so weiter und so weiter. Aber wenn wir stüß werden, dann wir auch von dem, was wir fragen. Und dann? Und das gibt je viele Bücher, ja, zu lesen. Und wir haben dann viele Bücher gelesen. 7 Dinge, was ein Kind braucht. Oh, wie soll war das? Vergeet davon, meine Botschaft, der ist halb war, aber das ist okay. Viele Bücher. 8 Dinge, die eine Familie braucht. Das ist ein Buch mit dem Kopf, der gewohnt. Aber das sind ein paar Bücher von James Dobson, und ist Jungensabtragen und das andere ist Meales abtragen. Dat er wirklich Jungs und dat er wirklich Meales schaffen, den nu her nicht ganz schnell weten, wat van de enge beksen die Jungs sich man antragen und all diese Dinge, ja.
Das sind sehr feine Bücher tau. Die würde ich even sehr ruden zu lesen. Von der ersten Tag kommt ja dazu sehr darauf an, dass Jungs nicht weiten, dass sie Jungs sind und müssen, ja, wurde nicht mehr zu sein. Aber dann sind auch die kleine Büchse, como entrenar a un niño, viele Lieder, die gleichen dort, wie ich sage, schlagen den Titel, wenn es trainieren, dort erst hier, dort überholen Pier nicht Menschen. Und da glaube ich, dass wir unsere Kinder mehr trainieren als belehren. Und so dort hat dann mit vielen Dingen zu tun, ja. Und so gibt dort viele Bücher. Und wir können eine ganze Bibliothek voll und sagen, wenn die wollen einen sogenannten christlichen Sturm fahren, da sind Massenbücher. Mit der Baby so, Teenager so und alle Dinge. Aber weißt du was? Das sind feine Dinge. Aber die Bibel ist allein der wirkliche Grund, wo wir Dinge so und tun. Kein Pass kriegt uns Kind, wenn wir Bücher haben. Und da wir die Bibel nehmen, dort kommt von himmlischen Vater und dort erst, wo wir uns wirklich nur rechten so. Die Sozietät oder die Umgebung, die uns auch beeinflussen, wo wir so und Dinge abtragen und so weiter. Dort merkt uns dann für uns sehr betweifelt. Aber das wunderbare alte Buch, die Bibel, die hat sehr viele Genauigkeiten und Dinge, die von dir zu dem Thema passen. Wo wir Dinge abtragen sollen. Aber wir wollen von Medien bestimmt und nicht von der Bibel. Das ist das Problem. Von Medien, Soziales und was Philosophen und weiß nicht was alles sich gut gedacht haben und dann gehen wir nur dort. Nummer 1, zum Kinder abtragen, das braucht Zeit. Ab in der Schule hat wir, was braucht zum Weisheit lernen und so weiter, oder was braucht wir zum Lernen, dann sehr Zeit. Wir haben von der sehr viele Eltern, die haben Kinder, aber die haben keine Zeit für Kinder. Und das schafft nicht. Wenn die was Kinder haben, dann muss sie auch Zeit haben. Und das schafft das nicht. Und ich kann mich da machen. Ich habe lange nicht viel Zeit, nicht genug Zeit für meine Kinder gehabt und von der vielleicht auch nicht für meine Großkinder. Aber ein Ding ist klar, das braucht Zeit. Eine kleine Geschichte, was eins von Ihnen all gehört haben. Wir haben einen Vater, der wir immer trug. Er schafft nach extra Tüß immer, wenn ich von der Arbeit Tüß wäre. Dann satt er bei seinem Computer und der kleine Junge kam und verriegelt sich auf seine Schoten ab und kickt bloß, was er tat. Und dann sagt er, du sollst schlucken gehen, nu schlucken gehen. Na jetzt war er und dann geht nicht lang, dann rutscht er sich bei Papa auf die Schoten ab und dann kriegt er ziemlich streng Order, go, du musst schlucken, das ist Zeit. Und dann geht er war, aber dann kommt der Ware trinken, dann sagt er, hey Papa, wofür verdienst du die Stunde? Dann sagt er, was was nu noch schlimm? Hast du nicht alles, was dir fehlt, all das spielt dich und alles, was ich dir alle kaufe, hast du noch nicht genug, warum fragst du nicht so? No, sagt er, kannst du mir bitte sagen, wofür verdienst du die Stunde? Na, ich verdiene $28. Und jetzt ist kleiner Jung. Dann bolzt er da war und dann sagt er, Papa, kannst du mir $11 leihen? Aber was wirst du war? Was fehlen die $11? Dann sagt er, ich habe bloß 17, und wenn du mir 11 leihen lässt, dann kann ich die eine Stunde betonen, damit du eine Stunde mit mir taub sein. Dann dürfte der Junge nicht schlucken. Dann dürfte er bei Papa auf dem Schild sagen. Sie können vertrauen. Wie viele Kinder würden von der nicht betont, damit sie können mit Papa taub sein? Weil wir schaffen von Sonnenabgang, weil die Kinder morgen schlucken gehen, wir haben nicht Zeit für unsere Kinder. Die Arbeiten auf dieser Welt sind angereicht.
Wenn wir auf Arbeit gehen, dann haben wir auch nicht noch Zeit zum Tingen haben. Nu sagt die Bibel aber, diese Wehe, die ich von dir sage, die sollst du zu Horten nehmen und die sollst du deine Kinder anschauen und davon reden, wenn du in deinem Haus bist, wenn du am Weg bist und wenn du die du leist und wenn du abstehst. Das ist ein großes Geheimnisband. Und ich würde sagen, seht das Schatzkasten. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ich meine Bilder nicht kommen wiesen. Ich habe den war ich abgebüht. Aber seht diesen Schatzkasten, dass die weiten, wo das wichtig ist, um die Kinder abtragen. Gott sein Wort ist ganz vertrauensvoll, um das zu tun. Viele Schreiber haben sehr gute Ratschläge gegeben, so ich auch sagen darf. Aber von diesem Tag kannst du immer ein Buch finden, wo deine Meinung unterschlagen wird. Da wäre das die Bibel Nummer 1 Grund, wo wir das tun. Und ein Vorder sagen, was ich glaube, Kinder brauchen keine Strafe, da fing ich 100 Beker. Wenn ich im Buch sehe, dass Kinder machen gestraft, da fing ich bloß die Bibel nach ein paar anderen Beker. In Deutschland glaube ich, wenn ich diese Predigt würde bringen, dann würde ich im Gefängnis dann gehen, nur die Predigt. Ich weiß, dass ja sehr viele Eltern von diesem Tag, die sind der Meinung, dass Kinder nicht gestraft, die machen bloß berät und die machen Tagje laten, die moet zelfs laten uitvinden wat goed is en wat slecht is. Maar de zweig van de Sprüche is ganz anders. Dat zijn Ratschläge en Fehlerrot, wo Dinge moeten je doen. Zeg in Israël weer wat anders als er van jou is. Daar kregen de alles, mensen alle ervaring bij de mama, met de huisarbeid metarbeiden en doorzijn en zo weiter. En de jongens zijn vooral op dem Hof, wo immer dat dan weer, ja, op dem Land en zo weiter. En we zeggen op was, wie dat ook nog een beetje. Maar van daar hebben we een ganz andere Welt en dat brengt ons vele Schwierigkeiten. En dat geeft ons dan ook vele jongetjes met enge beksen. Want die waren bloos met vrouwen te bad. Die waren niet met mannen te bad. Zo, mannen neemt hun tijd voor jullie jongens. Verschaff die Weisheit. Sprüche 1,7 sagt, das Herrn Furcht ist Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Sprüche 9, Vers 10 sagt, der Weisheit Anfang ist das Herrn Furcht und den Heiligen Erkennen ist Verstand. Das bin 100% auch mit unserer Sinnerschau. Aber um gute Eltern zu sein, müssen wir auch diese Weisheit haben. Wir müssen uns die aneignen. Und wir sehen alle auf Sinnerschule, das braucht Zeit. Das kommt nicht für selbst. Das fällt uns nicht bloß vom Himmel, wenn ohne sagen, Mama und Papa nicht weit vertragen, wo das alle tun muss. Wir müssen Nummer 1, und ich hoffe, ihr hört das, Nummer 1 müssen wir uns Leben Gott übergeben. Wenn wir wollen Dinge abtragen, die dem Herrn dienen wollen. Die Furcht des Herrn ist die Weisheit Anfang. Sprüche 5, der ich 7 sagt, nimm an Weisheit, nimm an Verstand, vergiss nicht und weiche nicht von der Rede meines Mundes. Verlass sie nicht, so wird sie dich bewahren. Liebe sie, so wird sie dich behüten. Denn der Weisheit Anfang ist, wenn man sie gerne hört und die Klugheit lieben hat als alle Güter. Hey, redet hier von Weisen im täglichen Leben, wo wir damit umgehen, wenn wir Eltern sind. Wo musst du
Aber wat musst du das leiste, wat wünschst du dir das dollste für deine Kinder? Da wie ein Dave Atzles, der mal eine Rundfrau merken, er fragt mal 100 Eltern, was wünschst du dir das dollste für deine Kinder? Und die Antwort wir von meist alle hetzelfde. Dat die wollen gesund sein und dat die wollen glücklich sein. Dat is een Ziel en Wunsch. Maar wo lang wie dort. Psalm 111, Vers 10 sagt, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Dort ist eine feine Klugheit, und wer nur nur das, den sein Lob bleibt ewig. Dat Glück, nicht meine Glücklichkeit, soll ich lieber sagen, ist immer direkt mit der rechten Einstellung Gott gegenüber verbunden. Und diese wir, die ich von dir sage, sollst du zu Horten nehmen, und die sagen, sollst du deine Kinder anschauen, und so weiter und so weiter. Das haben wir uns all gelesen. Immer wurde gelernt das. Das ganz Wichtigste, was die jungen Kinder mitgeben können, das ist ein Glauben an Gott. Und ein Leben aus dem Vorbild. Ein Wort und Vorbild. Ein spanisches Sprichwort, das hat ja für die Familie hier, das sagt, los niños no obedecen, los niños imitan. Kinder gehorchen nicht, Kinder tun nur üben. Also, diese Gottesweisheit, Gott sein Wort, haupt uns dann durch im Leben und für das. Verweigere das Schlechte, du das Schlechte zu sehen hast. Keine Eltern, wenn sie ein Kind auf diese Welt bringen, haben den Wunsch, dass dort wird ein großer Mörder, oder ein Pracher, oder so eine Sache, was noch mal in ihrer Brege, oder auf Gas wohnt, oder wird mit Alkohol und Drugs verwechselt sein. Keine Eltern wünschen sich das. Keine Eltern wünschen sich, dass dachten, sich würden prostituieren, ein schlechtes Leben haben und würden sogar heimlose Kinder abtragen. Und auch, dass die würden in Drogen oder so wieder sein. Aber was hören und sein und spielen die Kinder? Weil die Kinder den Babysitter vom TV saßen haben, da lobt mich ihnen sein, da lernen die bloß Krieg all dort. Da wollen sie kein klares Gewissen haben, über was gut und schlecht ist. Sie wollen keine Moral formen. Die wollen nicht denken, über was dort Sünde oder nicht sind, für die Ehe sich verleben. Morgen mit morgen und früh mit früh. Wenn von der Tag dort für der TV von voll ist. Ehebruch, Mord, Drogen, Betrügen, Stehlen, brutal sein. Aber wenn die Kinder alle Videogames spielen können, wurde so brutal, bloß einmal am Kämpfen geht, da wollen die Kinder kämpfen. Auf dem rechten Weg. Aber wenn Kinder Mama einen Tag über so ein Telenovelas gucken, was formen die? Zank in der Familie, Zank in der Ehe, untreu sein, Schäden, frisch befreien. Das ist, was die dann lernen wollen. Und mich wundert dort, dass sogar manche so eine genannte christliche Romanen all diese Geschichten bekommen haben. Und ich will nicht sagen, dass nicht viel Worte bin, es hat viel so passiert, dass das. Aber was wissen wir unsere Kinder, was wissen wir, was wichtig ist? Ein großes Verreich haben Kinder, wenn sie auf dem Weg von Weisheit, also dem Weg Gottes, abgetroffen werden.
Psalm 119, Vers 9 hat eine Frau. Wo wird ein junger Mensch sein Weg recht tun? Dann sagt es hingeran, wenn er sich hält, nur Gott sein Wort. Aber wo kann ein Kind Gott sein Wort weiten, wenn Eltern am dort nicht lehren und nicht gelehrt haben und nicht vergelebt haben? Und das schränkt. Viele Eltern strufen ihre Kinder so leicht, wenn die ihren verlegen. Aber sie legen ihre Kinder meist jeder Tag fer. Morgen wollte ich mit dir spielen. Morgen wollte ich das tun. Morgen, ja, nach Abend. Und ich kann immer was machen, das passiert nicht. Dann haben die Kinder irgendwas was getan und Papa hat vielleicht gesagt, so und so und so. Und wenn dort nicht, dann so und so. Dann kommen sie in die Hüste und dann fragt er die Kinder, was bedeutet das? Dann malt Mama sich, oh, die sind von dir bloß so ein Fan gewesen. Bloß um die zu besporen, was Papa dir versprochen hat. Und dass die Kinder mit einer Lehre schützen und laufen mir dort, dass es viel sind, ja. Und sie sollen nicht liegen. Wir haben Futter. Wenn die Kinder fragen, wovor schauen, was was? Die liegen die furchtbar fer. Die liegen Mama fer, die Männer. Und die Kinder sollen das so gut. Und dann nachher sollen das feine Kinder sein. Die sollen nicht liegen. Liegen, das ist doch Sünde. Da wies dort mit dem Leben, dort liegen Sünde. Alles hat Konsequenzen in der Druck. Wir haben von dir so viel Lied, was ihre Kinder verlegen. Die sagen, wenn du noch einmal warst, dann kriegst du Struf. Und zum 10. Mal sagen die nach Himmel selbst, wenn du noch einmal warst, dann kriegst du Struf. Weißt du was? Dein Kind weiß nicht mehr, was er meint. Dat mijn plus mama is niet zo goed gezond, haar papa is niet zo goed gezond. Dat is rein alles wat meint voor het kind. Maar het zegt niks. En ouderen, dat zijn we van jou. En onze jonge mensen. Voor het jaar. Onze kinderen van jou staan in je voor, dat die niet weten, hoe een tuin is. Wir sind so dankbar. Oh, andere Kinder sind nicht abgegossen. Oh, ich bin abgegossen abgewaschen. Ich bin so dankbar. Meine Kinder sind nicht abgegossen. Wir liegen im Bad mit Internet, Phone, Laptop. Und dann vielleicht sein viel schlechter, als wenn sie dort abgegossen sind. Wir müssen lernen. Dingen auf den. Nu versteht mir daher, ich will nicht haben, die Kinder sollen abgegossen sein. Das ist nicht mein Ziel, was ich sage. Aber was ich will sein, dass wir vertuschen einmal, wird ein Hund für einen schwarzen Hund. Da müssen wir auch noch aufpassen. Dann ist hier die große Frau, und da kommen Eltern Pferdmann zu mir, wanneer moet ik mijn kind afhangen te beleeren? En jemand vroeg Napoleon dat mal, dat we een viele Jahre terug, dat we van ongeveer 1800 afhangen. Wanneer moet een kind afhangen te beleeren? Dan zeg ik daar, als dat 20 jaar als dat geboren is. Eens de Eltern zullen wenigstens 20 zijn, die zullen beleerd zijn. Benito Juárez daar het nog mal waren holen. Het eerste Mal hier ik dat van Benito Juárez, maar daar ik met den Spruch mal werkelijk nu zijn en dat bewijst dat Napoleon heeft dat mal het eerste Mal gezegd. Dat is zo wichtig dat we voorbereid zijn, dat we kunnen onze kinderen op de rechte weg wijzen. Dat we een ziel hebben, als die kinderen door zijn. Dat we den Herrn Jesus kennen, dat we hem houden kunnen.
Und wir müssen weiten, was wir unsere Kinder lehren wollen. Wir müssen den Herrn leuven und das Wort in uns Hort abgenommen haben, da wieder wiedergeben. Wenn ich kann nicht was geben, was ich nicht habe. Aber wir wollen reich unsere Kinder abtragen. Da müssen wir die erziehen. Kennst du die Bibel? Weißt du, was die Bibel fordert von dir als Vater, als Mutter? Diese wird, was ich dir von dir sage, dass du sollst leben, Gott, von ganz nur und so weiter, dort sollst du zu Hort nehmen, dort sollst du deine Kinder lehren. Wo habe das? Er sagt, wir sollen die Kinder dort anschauen, dass das nicht nirgends einmal was sein. Sei bald sei, wo fährten hat die dort all gesagt? Nachher hast du dort nicht begriffen, ja? Ich sage mir für einen Lehrer, die erklären und denken, erklären das nochmal und dann erklären das nochmal und dann denken die nochmal so, hey, so fährten hat die dort gesagt. Aber anschauen meint das Wort wiederholt, das Wort wiederholt. Ab Sinne schon, wo wir lernen. Einzig lernen bloß von Wiederholungen. Wenn ich soll Junenummes lernen und denken, dann muss ich den Eva sein. Das ist die einzige Wahrheit, wo ich den in meinen Kopf nicht kriege. Wir haben verschiedene Areas, wo wir mit schwach sind und dort mein ein Schwache sehen. Nein, man mit der dann immer wiederholen. Aber an dit ans Vorbereiten, muss wir Zeit haben. Persönlich Zeit mit Gott und sein Wort. Und dann muss wir Zeit haben mit unseren Kindern. Und unsere Kinder müssen dort lernen, dass Kirche und Gottesdienst wichtig ist. Und mit dem bitte teilweise, wir wollen von der dann bloß bleiben. No, Kinder müssen auch weiten, dass Eltern ist Kirche wichtig, dass zum Port von uns Leben, dass wir unter Gottes Wort kommen. Wo uns spielen mit was von El Paso, dann fuhren wir bloß schön El Paso. Das ist wichtig, mit Kindern zu was tun, ne? Versteht mir recht. Aber das ist wichtig, dass Gott sein Wort dort hat. Wenn die zu reisen mit ihren Kindern, vertell ihr die Bibel. Ich will einmal tanken. Sieht mal sterben. Also, ich würde gleich in die Korplied Metaphor. Das wird nicht sein zum Puchen, und das hat nichts mit mir zu tun, die ich plus meine Frau. Aber wenn wir reisen, mir wird das gesagt, eins von beten auch. Bei unseren Kindern und Mama singen. Und die singen noch ein Lied. Gott sei Dank. Ich bin sehr dankbar von dir dafür. Gott soll die erste Stelle haben. Die Bibel soll die erste Stelle haben. Andere Bücher sind gut. Aber ab wo büwi? Er sagt, mehr als alles bewahrt ihn hart, wie es von daher das Leben nicht. Sprüche 4:23. Was hat das mit Eltern oder mit Vater und Mutter zu tun? Matthäus 15:19-20 sagt, denn aus den Herzen kommen ärge Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, Falschzeugnis, Lästerung. Das sind Stücke, die den Menschen verunreinigen. Und wenn dort ans Leben ist, dann verunreinigt dort nicht bloß uns, dort verunreinigt auch unsere Kinder. Da wir in immer waren die Farben, was wir uns am Anfang sehen, versaßen 7 in unseren Tags. Wie man unsere Kinder lernen, gehorsam sein. Die Bibel sagt, mein Kind, gehorche die Zucht deines Vaters und verlass nicht das Gebot deiner Mutter. Sprüche 1:8. Wie sollen das Wort Gottes brücken? Und wir müssen weiten.
dat we onze kinderen dit moeten aanpregen, eure te laten. Paulus zegt voor Timotheus, en wie stuurt van kindheid aan de Heilige Schrift weet, kon die wijzen, wo die kostelijk worden, durch den Glauben an Jesus Christus. Alle Schrift von Gott angegeben als nützlich zum Lehren, zum Strufen, zur Beterung und zur Züchtigung und zur Gerechtigkeit. Dort ein Mensch Gott sei vollkommen in alle gute Geschenk. Die Vers 14 kann unsere Dietsche Rennola in 2. Timotheus 3. Da sagt er, bleibe bei dem, was du gelernt hast. Dort weit wie alle. Maar dan zegt hij, willst du van kindheid aan de Heilige Schrift weet, kon die wiesen, wo die kostelijk worden. Oder, dat weet we niet. Ik weet, een man zegt ook moet mij dan zeggen, wat zegt die nächste vers? Dat weet ik niet, maar dit weet ik steeds, en daar hou ik me om. Ja? Ik zeg, ik hou me om vers 15. Die zegt, willst du van kindheid aan de Heilige Schrift weet, kon die wiesen, wo die kostelijk worden. Dat zal hij houden. Wo leert een kind gehoorzaam? Wo leert een kind beständig zijn? Met consequenties. Hier kan dat woord traineren nemen. Wat immer ware beständig im Heim ist, dat wordt een kind zum Motto. Dat geeft een prägung. Wir sagen, dat hebben onze kinderen eigen prägt. Dat meint dat meestens een stapel op ons. Nu doen we als ik uit de slag heb, joh. Maar hij dat moet je maken dat kinderen allemaal wel in de baas zijn thuis. Kinderen zijn maar groot geboren naar schrichten. Wel alle attention hebben. En je hier dat je bent. Hier zijn kinderen die wel een attention hebben. Die wel in de baas zijn. Die willen niet zo zitten als mama en papa dran hebben. Die willen de baas zijn. En hier zijn mijn beelden zeer goed wat ik je wil wijzen. Maar wenn kinderen ouderen je onschreeuwen, en dat gaat, dan worden die in de school leren onschreeuwen, die worden in nubers onschreeuwen, die worden alm onschreeuwen. Laat me je dat zijn. En wenn je kind den Lehrer anschreibt, dann sage ich nicht, der Lehrer weiß nicht, wo wir das thuis haben. Der weiß 100%, wo das thuis ist. Aber wenn Kinder wat doen sollen en dan immer bloß Grießketten und Dolchetten und rühren ein bisschen die Uhren rühren, so ein Bild habe ich da. Dann sagen sie, okay, ich werde nicht mehr sein, wenn es dann sticht das Kind nach der Kapitel. Eltern haben Angst vor den Kindern von dir. Es läuft mir dort. Wir haben viele Eltern, die haben Angst vor den Kindern. Wenn die noch auf sein, dann haben wir einen großen Zirkus, ich will bleiben bloß still sein. Dat is geen kindlotende bos zijn. Wenn ich 12, 13 Jahre jung ist, und ich heute noch nicht kann still sein, und ich mag ganz nicht mehr was spielen und all die Dinge, lass mich sein, dann sind das zwei Boss und die sind auch keine Kirchboss. Eltern tun, was die Kinder wollen. Kinder führen der Welt durch. Mit wann sie wollen schlucken gehen, was sie eten wollen, na, dit leg ik niet. Dan staat mama op en hoort nog wat anderes. En meestal is het recht om dat te holen voor het kind. Weet je wat ik heb was? Ik leg niet zo'n worst, leg ik vandaag nog niet. Den hier ik op met eten wil zich is bevrijd en zegt mijn vriend zo. Die zijn echt de bos. Wanneer ik niet wil wat te zeggen over zomerborst, dan moet ik tussen oven en ischop am unlehnenden Stau zaten, weil die anderen jeden haben nach halb abwaschen. Das wird eine Regel bei uns. Aber von der nicht. Na, wusst ihr dann eine Küche, wusst ihr dann das, wusst ihr dann dort, wo könnt ihr holen? Ah, wenn ihr hungrig wird, was ihr eten. Und hier spielen Eltern eine große Rolle, aber besonders Mamas. En ze zijn het meeste met de kindertaup, dat is ganz klar. En hier zijn mijn beelden waar zeer schoon.
Aber ich kann das Wort La Chancla. Das ist nicht ein paraguayisches Wort, das ist ein sehr mexikanisches Wort. Aber auf mein Schlar. Mexiko ist famous in der ganzen Welt von der Mama mit der Chancla. Das meint die Mama mit der Schlar. Das meint, Mama fixt Dinge, da wo die fehlen. Von der ersten Tag zei Mama, wacht die bloß bei Papi thuis essen, die wordt die aanstaan. Nou. Dan wil Papa nicht naar huis komen en de kinderen freuen sich nicht für Papa. Die sagen mal, du geregelt, dass wir alle Frauen zijn waar Papa naar huis gaan. En als die Kinder kriegen von Papa Schachen, kann sich nicht mal erinnern, was sie an Arbeit gedaan. Denken sie s'morgens. Da fehlt s'morgens mit der Schlar durch zu arbeiten und dann scheinen Tag haben. Sprüche 13, 24 sagt, züchtig, wer seinen Sohn lieb hat, der züchtig ihn. Wenn wir unsere Kinder wirklich leben, da wollen die Struf kriegen. Und ich weiß, hier rede ich in der Weltwissenschaft. Hebräer 12, Vers 6 sagt, darum sollen, wem der Herr läuft, den züchtig er, und er dat ihm mit dem Stock. Jeder sehen, den er abnimmt. Also, er dat den Tragwiesen. Das ist sehr wichtig, dass die Kinder lernen, was du nicht hast. Alle Kinder, was hier sind, wenn sie bei 20 Jahren nicht gelernt haben, was du nicht meint, für jeden davon, die werden in seinem Leben nicht lernen. Und das habe ich auch mir einmal gebraucht. Wenn Kinder kommen, 10 Mal noch was fragen, das meint nicht nee, wenn die nie sagen, wenn sie noch was schlimm. Das meint bloß Frau mit 10 Mal, dann wollte ich sagen, ach, aber dann da mal, hier mal abends schlimm. Kriegt, was will. Dat meint bij die nee, oh, van der moet ik 10 Mal Frauen einkommen. Das ist, was das meint, nicht nee. Dort moet die aanstaan, wo das schafft. Das 10. Gebot sagt, du sollst Vater und Mutter ehren, omdat du lang lebst in das Land, was ich dir gebe. 2. Mose 20, 12. Wenn die lernen, dass die Kinder ihn anschreien können, das habe ich schon gesehen, dann haben die sehr wenig Respekt im Leben. Wir haben sehr viel Werte losgelassen. Und hier weiß ich, wo ich alle mit mir stimmen. Weil ich glaube, wir sollen prägen und die Kinder lernen, die Eltern mit die anreden. Wer ein Wort, wer uns dit du zu Eltern, dort stellt uns auf eine Selbststufe. Wir sind in Gott in Jungen auf eine Selbststufe. Aber hier bei ihr sehr wie die Autorität für die Kinder, solange sie an uns wohnen. Wir haben den Respekt verloren für andere Menschen. Blijf mir da. Dat is niet dat ik geloof dat ik respect verlang. En mij wordt dat zelfs, wenn sie mir hier zijn. Zeg maar, wenn wir sich kennen, haben wir es bedienen. So doen de Mexikaner dat, ja. Aber wir sind respektlos geworden gegen andere Menschen. Deswegen sagt er, wir sollen dort anschwappen an unsere Kinder. Wo ist Respekt? Was wir unsere Kinder gewahren, dort waren die tun, wenn sie alt waren. Sprüche 22 saß. Wenn ein Kind von klein an lernt, dass Gott am wichtigsten ist, da wollen sie kein Problem haben, Gott als Nummer 1 im Leben antworten kann. Weil wir nicht vergeten, die Bibel sagt, ertünt nicht. Weil Gott lässt sich nicht spotten.
wat die zijn, daar word je geademd. Vele ouderen, arten en erkingen, wat ze gezegd hebben, dit is de apostel. En dat werd een zeer betere vrucht. Wat zijn die dingen van die? Wat zijn die dingen van ons? Zum Schluss. Jezus sagt, laat die Kinder nu mee komen en werd er niet. Wens eentje hier tot Reich Gottes. Jeder Kind, wat van der tot de Einweihung gebracht wordt, krijgt een kleinen Weihschein, dat meint een papier. Wat Eltern thuis nog zullen onderschrijven. Dat zijn ihre Nummers, dat zijn 2 Strecken, dat zal je onderschrijven. En daar staat zo geschreven. Als Eltern zijn we ons bewust dat de biblische leer ons verplicht, ons Kind in Zucht und Vermahnung zum Herrn abzutreiben, bat sie selbst fähig sein, ihre persönliche Entscheidung zu merken. En ik vertrouw dat die Eltern worden alle met vrede onderschreven kunnen. Mocht de Herr ons alle, aber besonders de Eltern, wat van der ihre Kinder brengen wollen, segnen. We hebben nog een Leid, en nu dem, waar we de Kinder segnen können. En während dit Leid würde ich fragen, dass die Eltern würden fern kommen, dass sie first die Banken hier annehmen. Und dann nur das Leid, wo wir dann die Segnung haben, wo ein paar Frauen und Jünd, die Segnung. Und dann würden wir die Eltern fragen, dass die würden hier sitzen bleiben, dass wir können ein Gruppenbild merken mit Jünd aller Taub. Und wer dann noch Einzelfall, dass dann was anderes, aber der Fotograf wird hier sein, so dass wir das können. Ja. Sodass das Leid, segne uns, o Herr, lass leuchten dein Angesicht über uns und sei uns gnädig ewiglich. Und ich würde einfach froh, auf die abstunden können, um das Leid mitzusingen. In dem Buch ist es Nummer 127. Der Kinder wollen bringen, bitte kommt nur fern während das Leid. Segne uns, o Herr, lass leuchten dein Angesicht über uns und sei uns gnädig ewiglich. Segne uns, o Herr, deine stell uns, bewahre uns in deinem Frieden ewiglich. Segne uns, o Herr, lass leuchten dein Angesicht über uns und sei uns gnädig ewiglich. Jeder einen Platz nehmen aus Versammlung. Die Eltern noch. Christliche Eltern haben eine Verantwortung, ihre Kinder gegenüber. Epheser sagt in Kapitel 6, Feuer, vorerst, dass die Kinder nicht zum Zorn reizen, aber tragte auf in eine Vermahnung zum Herrn. Mit der Kindersegnung, das ist viele Menschen fragen, aber das ist ein ganz biblischer Ding.
wir finden das auch im Alten Testament, in 1. Samuel 1, wo die Älteren ihren Sehen für die Segnung brachten. Wir finden dort in Markus 10, wo Älteren wo Älteren ihre Kinder brachten. Das ist nicht falsch, Kapitel 10. Aber anyway, in Markus, wo die Kinder gebracht worden und die Jünger wollen die werden, und dann sagt er, lass die Kinder nur mehr kommen, wenn es die hier das Himmelreich, er nimmt die, er herzt die, er sehen die, und so weiter. Ja? Und dann sagt er, wer das nicht so empfängt, dass ein Kind, das Reich Gottes, das mir nicht wird. Also er sagt sogar, wie sollen sie worden als Kinder. Möchte der Herr jüngst von der aus Älteren besonders nur sein, in dieser Weise wirklich wo zu jüngst sein, möchte dort jüngst halten, auch eine Verantwortung zu sein, das Kind gegenüber. Und ich wurde nicht groß von mir, wenn sie seinem Pferden vielleicht bis ein Bier war, aber ich möchte bloß einfach ein paar Frauen als Älteren und dann gehen wir damit wieder. Da würde ich fragen, als die Eltern würden abstunden, um das beantworten. Die erste Frau ist sehr bewusst, dass der Art von der Ansehnung den Kind nicht ragt, dass er allein durch den Verdienst Jesus Christus eine vergotene Blut der Lösung in das ewige Leben erlangen kann, aber dass er ohne das vergotene Blut in seinen Unschuldsaller in Gottes Gnade lebt, was sage ich dazu? Nehmen Sie ein Kind oder eine Kinder an als ein Geschenk Gottes und erkennen Sie, dass das auch ein ewiges Leben haben und dass die sind nach Gott sein Ebenbild geschaffen und ihnen gegeben worden. Hol die dort für eine Pflicht, die Kinder nur im Bastet weiten in Kern, zu erwiesen, also mein zu lehren, den christlichen Lebenswandel zu führen, und verspricht die, mit den Herrn sein Beistand, ihn anzuleiten durch Vorbild in Lehre, dass sie würden Luther im Leben kennen, Christus als ihren persönlichen Herrn und Heiland annehmen am Dein. Sei wir uns für Gott an dieser Stelle und für diese Versammlung, den Kind dem Herrn feierlich zu weihen. Lass uns neigen zum Gebet. Gott, uns himmlischer Vater, ein Schöpfer von Himmel und Erde und alles, was daran ist. Wir sind von dir Vater, die hier in bewundern das Wunder vom Leben. Du gibst das alle. Diese Heime, diese Ehen, was hier von dir stehen, der hast die Kinder geschenkt. Wir beten nu, dass du musst ihnen sehen, ob diese Eltern geben, die von dir ihre Kinder zu dir weihen, und haben versprochen, ihren Versegen abzutragen, im Glauben, so dass sie können, die Luther im Leben annehmen. Herr, gib diese Eltern Geduld, Weisheit, was sie dort überbrücken wollen. Und gib, dass heim können lyrisch heim sein, dass die christliche Wahrheit muss ausgelebt werden. Halb ihnen immer, dass sie die neue Dinge haben, die braucht, ihn zu schützen, halb ihnen durch deinen Geist in dein Wort in der Gemeinde, dass sie Zusucht in die christliche Gemeinschaft haben. Und wenn Dinge kommen in ihrem Leben, dass sie du musst der Held sein und dass sie im Glauben möchten die Stadt haben, kriegen dann wohl von den Umständen, dass sie würden ein Vorbild in alles haben, was sie brauchen, um ihr Kind nur die zu wiesen. Ich habe Freudigkeit, die Verantwortung zu nehmen, was ein christliches Heim braucht,
die Kinder nur die zu wiesen. Und Herr, schenk von dir dienen Segen auf diese Kinder alle und auf diese Eltern. Dat is mijn gebed in Jezus' naam. Amen. De Gott, der Führer von allen Menschen, mocht die segnen. Der Gott und der Hort mocht die beschützen. Und der Gott, der in Jesus Christus die Narada ist, mocht die bewahren, was in alle Ewigkeit, in die ganze Leben. Amen. Der Gott und Führer von allen Menschen, mocht die segnen. Der Gott und der Hort mocht die beschützen. Und der Gott, der in Jesus Christus die Narada geworden ist, mocht die für alle Anheil im Leben bewahren. Amen. Der Gott und der Führer für alle Menschen, sehen die. Der Gott in den Hort mocht die beschützen. Der Gott, der in Jesus Christus die Narada geworden ist, mocht die für alle Unheil im Leben beschützen und bewahren. Amen. Der Gott und vor am Himmel, der alle Menschen gemerkt hat, mocht die segnen. Mocht Gott, der die Hort ist, die beschützen. Und der Gott, der in Jesus Christus die Narada geworden ist, mocht die bewahren für alle Unheil, für das ganze Leben. Amen. Der Gott, der uns vor ist im Himmel, der alle Menschen gemerkt hat, mocht die segnen. Mocht er aus den Hort die beschützen. Und mocht Gott, der in Jesus Christus die Narada ist, die bewahren für alle Unheil im Leben. Amen. Der Gott vor dem Himmel, der alle Menschen gemerkt hat, mocht die segnen. Der Gott, der den Hort ist, mocht die auch beschützen. Und mocht Gott, der Jesus Christus, wo er die Narada geworden ist, die bewahren für alle Unheil in diesem Leben. Amen. Der Gott vor dem Himmel, der alle Menschen gemerkt hat, auch die gemerkt hat, mocht die segnen. Und der Gott, der den Hort ist, mocht die beschützen. Und der Gott, der in Jesus Christus die Narada ist, mocht die bewahren vor irgendeinem Unheil, was die im Leben passieren kann. Für den ganzen Leben. Amen. Der Gott vor dem Himmel, der alle Menschen gemerkt hat, mocht die segnen. Der Gott, der den Hort ist, mocht die beschützen. Und der Gott, der in Jesus Christus die Narada ist, mocht die bewahren für irgendein Unheil, was dir im Leben könnte passieren. Der Herr segne dich. Amen. Der Gott, der vor dem Himmel, mocht die segnen. Und der Gott, der den Hort ist, mocht die beschützen. Der Gott, der in Jesus Christus die Narada ist, mocht die bewahren für alle Unheil, was dir im Leben passieren kann. Amen.
Der Gott, ein Vater, der alle Menschen gemerkt hat, möchte die segnen. Und der Gott, der die in Hort ist, möchte die beschützen. Und der Gott, der in Jesus Christus die Gnade ist, möchte die für alles Unheil im Leben beschützen und bewahren. Ihr ganzes Leben lang. Amen. Der Gott und der Vater, der alle Menschen, auf die gemerkt hat, möchte die segnen. Der Gott, der die in Horrors möchte die beschützen. Und der Gott, der in Jesus Christus die Gnade geworden ist, möchte die bewahren für alle Unheil, was im Leben können ab die Tür kommen. Er möchte die immer bewahren und segnen. Amen. Der Gott und vor dem Himmel, der alle Menschen gemerkt hat, noch die gemerkt hat, noch die segnen. Und der Gott, der die in Hort geworden ist, muss die beschützen. Und der in Jesus Christus die Gnade geworden ist, der muss die für all Unheil auf diese Welt beschützen. Amen. Herzlich. Der Gott und vor dem Himmel, der die geschaffen hat und alle Menschen geschaffen hat, muss die segnen. Muss der Gott, der in Jesus Christus den Hort in die Gnade geworden ist, die für all das Unheil im Leben beschützen und besporen. In Jesu Namen. Amen. Der Gott und der vor dem Himmel, der alle Menschen geschaffen hat, auf die muss die segnen. Und der Gott, der den Hort ist, und der in Jesus Christus die Gnade geworden ist, muss die bewahren für alle Unheil auf dieser Welt. Er muss die segnen. In Jesu Namen. Amen. Stod op zum Segnen an sein Entlohn. Ich weiß, das ist ein langer Tag. Wir neigen uns. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Hier und dermaleins in aller Ewigkeit. Amen. Scheiden wir im Frieden des Herrn. Der allem würde ich freuen, sich hier zu ein Bild können trinken.